Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Uhren-Nerd-Kanal. Heute gibt es eine weitere Uhrenvorstellung und zwar stelle ich euch heute die Citizen NJ0151-88M vor. Und wir schauen uns die Uhr einmal an. Die Uhr wird mit einer Garantiekarte ausgeliefert, findet sich hier drin. Genau. Und dann gibt es hier noch eine Visitenkarte mit einem QR-Code, wo man sich dann die Bedienungsanleitung herunterladen kann. Aber uns interessiert natürlich viel mehr die eigentliche Uhr. Und zwar ist das die bekannte Citizen Tsuyosa in einer besonderen Farbvariante, die wir hier sehen können. Und zwar ist es die Tiffany Dial Edition. Ich hole die Uhr mal raus. Oh. Neben der Uhr ist hier noch so ein Kissen, wird hier so ein Kissen mitgeliefert, damit hier auch nichts wackelt. Und dann habt ihr noch dieses Silizium Feuchtigkeitsauffang-Gel, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber die Uhr ist wirklich dann sehr hochwertig verpackt. Aber wir interessieren uns jetzt natürlich mehr für die Uhr und die möchte ich euch jetzt im Folgenden genauer zeigen. Genau, was haben wir hier? Wir haben hier die Citizen Tsuyosa mit dem Tiffany Dial, so würde ich es beschreiben. Ein wirklich wunderschönes Ziffernblatt in so einem leichten Türkiston. Tolles Sonnenschliff-Ziffernblatt. Aber genau, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, indem ich euch gleich ein bisschen mehr zu den Daten der Uhr zeige, beziehungsweise sage. Einmal hier so ein kurzer Rundumblick, bevor wir die Uhr gleich vom Kissen runternehmen. Hier sehen wir auch die Krone, die hier auf 4 Uhr positioniert ist. Sehr schöne hochglanzpolierte Elemente auf dem Gehäuse. Dann immer hier gebürstete Elemente, die sich abwechseln mit hochglanzpolierten Elementen am Band. Die Schließe ist dann auch wieder mattiert, die Drücker dann wieder poliert. Hier sehen wir auch die 3 Feinverstellungen, aber das Band schauen wir uns später nochmal genauer an. Ich nehme die Uhr jetzt erstmal runter vom Kissen. Und genau, wir nehmen erstmal die Maße der Uhr. Citizen gibt offiziell 40 mm Durchmesser an. Wir messen das Ganze mal nach und kommen auf einen Wert von handgemessenen 40,1 mm Gehäusedurchmesser. Der Lack-to-Lack bei der Uhr beträgt, das ist jetzt hier mal ein bisschen schwierig mit einer Hand zu machen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, es sind 44,7 mm Lack-to-Lack. Und dann messen wir noch einmal die Gehäusedicke bzw. die Gehäusehöhe. Und da kommen wir auf einen Wert von 11,9, also knapp 12 mm. Mit der Datumslupe, ich kann es nochmal probieren, den Wert mit der die Höhe mit der Datumslupe zu ermitteln. Das wäre nicht ganz so einfach. Ja, ich hoffe, man kann es sehen. Das sind dann 12,9 mm. Also ungefähr 1 mm mehr. Sehr schöne, sehr handliche Maße, die sich, denke ich, für die allermeisten ein gutes Trageerlebnis liefern.
Ich persönlich finde, dass die Uhr trotz der 40 mm relativ groß wirkt am Arm. Also ich habe jetzt ein sehr schmales Handgelenk. Trotzdem und trotz der schmalen Maße, oder was heißt trotz der schmalen Maße, gerade deswegen wirkt die Uhr relativ groß am Handgelenk. Wenn man das jetzt mal mit einem anderen Gehäuse vergleicht, dann sieht man, dass die Fläche des Ziffernblatts bzw. deutlich größer ist als zum Beispiel hier bei der Citizen ProMaster. Und dadurch wirkt die Uhr einfach ein bisschen größer als die 40 mm bzw. andere 40 mm Uhren. Ja, also ich persönlich hätte gedacht, dass sie einen Ticken kleiner ist, aber ich versuche jetzt gerade mal hier so ein provisorisches Schaumstoff anstecken, dann sieht man das auch noch mal ein bisschen besser. Macht am Arm wirklich einen sehr schönen Eindruck. Auch die Schließe hier mit der Citizen Gravur. Sieht wirklich sehr schön aus und ist gerade für den Preis von 280 € wirklich toll. Genau, was wir vergessen haben ist, die Uhr verfügt auch, das heißt auch über einen Glasboden, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Woraus das Glas hier in dem Fall besteht, kann ich leider nicht sagen. Citizen macht hierzu keine Angabe, deswegen gehe ich davon aus, dass es kein Saphirglas sein wird. Dafür haben wir auf der Front beziehungsweise hier haben wir ein Saphirglas verbaut. Das ist gerade für den Preis wirklich sehr schön, wie ich finde. Und auf der 3 Uhr Position eine Datumslupe, die das Datum auch wirklich angenehm vergrößert. Und ja, der Uhr so einen klassischen Day-Date-Look, sage ich mal, gibt, ohne dabei ihre Eigenständigkeit zu verlieren. Ja, ich finde, dass es wirklich ein sehr gelungenes Modell ist, sehr schön, sich sehr schön tragen lässt und ja, sich mit vielen Outfits kombinieren lässt. Das Band lässt sich wahrscheinlich nicht wechseln, weil man hier sieht, dass es quasi fest integriert ist durch so ein eigenes. Das sind keine Standardbandanstöße hier. Von daher wird es keine einfache Möglichkeit geben, das Band zu wechseln. Hier sieht man es auch nochmal so ein bisschen. Also ist ein bisschen schwer einzufangen. Aber ja, gerade der Blick auf den Glasboden, das ist doch wirklich ein Augenschmaus. Gerade in dieser Preisklasse kann man wirklich nichts sagen dagegen. Wirklich schön, wirklich gelungen. Jetzt ist auch noch eine Folie drauf auf dem Glasboden. Ja, tolle Uhr. Das Werk hat eine Gangreserve von 40 Stunden. Citizen verbaut hier das Werk mit der Kalibernummer 8210. Genau, dieses Werk hat 21.600 Halbschwingungen und ja, das entspricht 3 Hertz. Und die Ganggenauigkeit beziffert Citizen mit plus minus 20 Sekunden am Tag. Es gibt jedoch Uhren, YouTuber, beziehungsweise die anderen Modelle, die anderen Farben, Modelle mit den anderen Farben auf der Zeitwaage liegen hatten und da sind Werte von plus minus 2 Sekunden am Tag teilweise rausgekommen. Also wirklich phänomenale Werte für ein Uhrwerk in dieser Preisklasse. Ja, beim Band ist noch hervorzuheben, dass wir hier auch
beziehungsweise diese hochglanzpolierten Elemente haben, was wirklich sehr schön ist. Und ja, wirklich tolle Uhr, die gerade zu dem aufgerufenen Preis ein toller Allrounder ist. Bei der Schließe, die hat einen angenehmen Druckpunkt, lässt sich gut öffnen. Man darf hier natürlich nichts super Besonderes erwarten in der Preisklasse. Also ist jetzt keine sehr massive Schließe, aber sie erfüllt ihren Zweck, hat 3 Feinverstellungsmöglichkeiten, wie vorhin schon kurz erwähnt. Habt ihr hier die Möglichkeit, das Band anzupassen an 3 Stellen. Und ja, ich denke, so kann man das Band wunderbar auf seine seinen präferierten Durchmesser kürzen und hat dann eine wirklich tolle Büro- oder Alltagsuhr einfach, die einen tollen, hochwertigen Eindruck macht. Tatsächlich auch so echt so ein bisschen vom Look an die Platin Day-Date von Rolex erinnert, trotzdem aber einfach eigenständig ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier eine Hommage-Uhr in der Hand halte. Und ja, das, was Citizen hier für den Preis von knapp 280 Euro VP anbietet, das ist wirklich, ja, aus meiner Sicht wirklich herausragend und aller Ehren wert. Also da bekommt man für das Geld wirklich sehr, sehr viel geboten. Ja, oft wird die Uhr auch mit der Tissot PRX verglichen. Da bekommt man mit Sicherheit nochmal ein hochwertigeres Armband, aber auch wirklich, also an diesem Armband ist nicht viel auszusetzen. Also das ist wirklich schön gearbeitet. In anderen Preisklassen wird es dann mit Sicherheit noch massiver sein. Aber wie gesagt, das ist alles Meckern auf hohem Niveau für den Preis. Kann man sich echt nicht beschweren. Tolle Uhr. Jetzt würde mich interessieren, wie ihr das Ganze seht. Findet ihr es gut, dass Citizen auf den Tiffany-Hype quasi aufgesprungen ist und eine Uhr in dieser Blattfarbe veröffentlicht hat? Oder würdet ihr sagen, ja, wäre nicht nötig gewesen, die bereits vorhandenen Farben Gelb, Grün, Blau und Schwarz sind auch toll. Es verwässert so ein bisschen den eigenständigen Charakter der Uhr, dass man jetzt quasi auf diesen Hype aufgesprungen ist. Ich persönlich finde es cool. Warum nicht den Leuten das geben, was sie möchten? Also die Blattfarbe ist sehr beliebt und nicht jeder kann sich eine Day-Date oder eine Patek Nautilus leisten in so einem Blattdesign. Von daher ist es doch toll. Und ja, aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Wer die Uhr haben möchte, muss sie aktuell leider noch im Ausland bestellen, weil es die Farbe nicht in Europa gibt momentan. Ich habe selber keine Ahnung, ob Citizen daran noch was ändern wird in der Zukunft. Aber ja, wird vielleicht auch ein bisschen die Nachfrage zeigen. Also aktuell ist das Modell auch im asiatischen Raum erst seit ein paar Wochen auf dem Markt. Und je nachdem, ob die Leute Citizen dort die Bude einrennen und die Farbe überall kaufen wie verrückt, wird Citizen sich das vielleicht auch nochmal überlegen und die Farbe dann eventuell auch für den europäischen Markt zur Verfügung stellen. Ja, das war es erstmal zu der Uhr von mir. Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent und hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser kurzen Uhrenvorstellung der Citizen Tsuyosa NJ0151 88M. Toller Name. Ach so, was es natürlich noch zu beachten gilt, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich es erwähnt habe, ist hier ein Saphirglas verbaut, was in der Preisklasse wirklich auch nochmal herausragend ist. Und die Indizes sind mit Leuchtmasse ausgefüllt. Also wirklich toll. Ich kann auch nochmal einen Loomshot von der Uhr einblenden. Ja, tolle Uhr zu einem tollen Preis.